Ein Goldpreis von 20.000 Dollar pro Feinunze. Könnte sowas wirklich passieren? Einige US-Strategen machen sich Gedanken zu diesem Thema. Was es damit auf sich hat, das wollen wir uns einmal hier in diesem Video näher anschauen. Wie du weißt, haben die USA über 35 Billionen Dollar Staatsschulden, also eine gigantische Summe. Eine Summe, die man tatsächlich nie wieder zurückbezahlen kann. So ist hier die allgemeine Vermutung. Und deswegen gibt es natürlich hier Gedankenexperimente und Überlegungen, wie man mit diesem gigantischen Schuldenberg hier umgehen könnte. Was könnte man unternehmen, um diesen tatsächlich zu eliminieren oder vielleicht sogar nur zu reduzieren, signifikant. Momentan liegt die Staatsverschuldung hier bei 120% der USA. Das wirkt sich natürlich aus auf Dinge wie zum Beispiel das Credit Rating der USA. Die USA haben jetzt ja das letzte AAA Credit Rating verloren vor kurzem. Das macht das Schuldenmachen dann natürlich teurer. Wir haben es ja gesehen bei den verschiedenen Auktionen, wo dann hier Treasuries in einer Art Versteigerung dann an den Mann gebracht werden. Hier müssen jetzt schon relativ hohe Zinsen bezahlt werden, damit noch jemand diese Bonds, diese Staatsanleihen kauft. Diese galten ja bisher als extrem sicher und gelten eigentlich auch noch als extrem sicher. Aber die Finanzierung dieser Schulden ist natürlich ein Riesenproblem, wenn die mal bei 120% stehen. Und die USA machen ja fleißig Weiterschulden. Wir haben ja jetzt gerade hier über diese One Big Beautiful Bill gehört, haben wir auch schon einige Videos dazu gemacht, dass wir die Staatsverschuldung natürlich weiter hier antreiben. Es werden immer mehr Schulden gemacht. Ich hatte ja schon in den Videos um diese One Big Beautiful Bill erklärt, dass Trump natürlich hier eine gewisse Vision hat. Er wettet hier letztlich darauf, dass die USA wieder Produktionsstandort werden, aber eben in Fabriken, die komplett von KI und Robotern letztlich betrieben und konzipiert werden und somit die Produktionskosten dramatisch gesenkt werden können, sodass man im Grunde genommen billiger produzieren könnte als China oder sogar Vietnam. Dort sieht er gigantisches Wirtschaftswachstum, was dann so groß ist letztlich, dass man hier die Schulden locker zurückbezahlen könnte. Sicherlich auch ein interessanter Gedanke, ob es da wirklich dazu kommt oder nicht, wer weiß. Und eben ein anderer Gedanke ist jetzt diese Idee hier, den Goldpreis hier letztlich auf 20.000 Dollar zu erhöhen, zu korrigieren. Das kommt jetzt nicht von der Trump-Regierung, das muss man ganz klar sagen. Es ist doch kein Plan, das ist eben auch nur so eine Idee. Die meisten würden sagen, es ist eine komplett verrückte Idee. Wie könnte sowas tatsächlich passieren? Naja, das US-Finanzministerium könnte jetzt ja einfach sagen, wir bieten jedem, der uns Gold verkauft, 20.000 Dollar hier pro Feinunze an. Und damit wird ja de facto hier das Gold neu bewertet. Ja? Wenn jetzt das Finanzministerium diesen Preis bietet, dann ist das der neue Preis. Das ist ja völlig klar. Ja? Das muss das Finanzministerium nicht mehr besonders lange machen. Somit wird der Preis korrigiert. Wir haben das gesehen in 2022, als die Corporate Bond Märkte hier ziemlich bedrohlich am Einstürzen waren, sage ich mal. Da hat man letztlich hier von Seiten der Fed schichtenergreifend angefangen, diese Bonds zu kaufen und damit wurde dann der Preis stabilisiert, ja, im Markt, weil es eben dann einen großen Käufer gibt für Bonds zu einem bestimmten Preis und dann wurden die Bonds natürlich auch dann entsprechend bewertet. Und das Gleiche könnte hier auch passieren. Tatsächlich gibt es auch dafür schon Vorläufer, denn 1933 hat Präsident Roosevelt genau das gemacht während der Weltwirtschaftskrise. Ja? Damals war das Gold 20 Dollar wert pro Feinunze. Dann hat er schlicht und ergreifend gesagt, wir bieten jetzt 35 an. Ja? Und das war dann der Wert. Ein 69-prozentiger Anstieg des Goldpreises war zur Folge und damit hat der Dollar natürlich dann an Wert verloren und das hat dann Roosevelt hier mehr Spielraum gegeben. Das Gleiche also, um was es jetzt ginge. Die aktuellen Goldreserven der USA, die sind natürlich gigantisch. Die haben einen Wert von 870 Milliarden Dollar. Wenn man jetzt hier den Wert letztlich bei 20.000 Dollar je Feinunze sehen könnte, dann wären diese Reserven auf einmal 5,2 Billionen wert. Ja? Also 5.200 Milliarden Dollar. Das hätte dann zur Folge, dass letztlich die Staatsverschuldung im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt nicht mehr 120% ist,
sondern vielleicht nur noch 80% oder sowas, könnte man argumentieren. Das ist ja dann schon wieder ein Betrag, der dann schon viel eher händelbar ist. Ja? Und das würde alles nur letztlich auf dem Papier passieren. Man müsste keine Steuern erheben, man müsste keine neuen Schulden machen, man müsste nichts zurückbezahlen, man müsste hier auch nicht irgendwelche Kürzungen vornehmen, ja, sondern man könnte ja praktisch über Nacht letztlich so diese Überlegung, wie gesagt, das ist rein fiktiv, das ist jetzt nicht wirklich geplant, sondern nur so eine Art Vision. So könnte man dann sehr kurzfristig sich dann finanziell im Finanzministerium der USA mehr Spielraum verschaffen. Aber, jetzt kommt das große Aber, die Konsequenzen wären natürlich fatal. Ja? Also zumindest für jene, die kein Gold besitzen. Wer Gold besitzt, der steht natürlich dann ziemlich gut da. Inklusive neben den USA auch Deutschland. Deutschland hat ja sehr hohe Goldreserven. Viel mehr zum Beispiel als die Chinesen. Ja? Viel mehr als die Russen. Ja? Aber Russland und China würden natürlich ebenfalls sehr gut dastehen. Also jedes Land, was hohe Goldreserven hat, wird natürlich dann enorm profitieren. Und natürlich auch letztlich jene, die Gold jetzt im Privatbesitz haben, würden auch natürlich davon stark profitieren. Aber das Ganze hätte natürlich dramatische Folgen. Ja? Also es wäre schrecklich, wenn man so etwas tatsächlich in die Tat umsetzen wollte, denn das hätte tatsächlich fatale Folgen für die Weltwirtschaft. Befassen wir uns mal hier mit den tatsächlichen Folgen, die ein solcher Schritt hier hätte. Also erstens könnte man davon ausgehen, der Dollar wäre tot über Nacht. Ja? Also wenn ein Land, das eine Währung ausgibt, hier durch irgendwelche Tricks letztlich den Wert dieser Währung so beeinflusst, indem es praktisch hier einen neuen Standard für den Goldpreis setzt, ja, diese Währung wird jegliches Vertrauen verlieren. Also da wird nichts mehr dann passieren. Massive Inflation wird die Konsequenz sein, möglicherweise Hyperinflation. Jeder will raus aus dem Dollar, ganz klar. Das würde passieren. Wir erinnern uns an die Weimarer Republik, nur noch 10-mal schlimmer. Dann würde natürlich der Goldmarkt komplett zusammenbrechen. Denn wer würde dann noch Gold verkaufen hier für den aktuellen Goldpreis? Jeder würde abwarten, was passiert. Kann ich hier wirklich 20.000 erzielen, wenn ich hier Gold verkaufe an das amerikanische Finanzministerium? Wie kann ich es verkaufen? Keiner würde mir hier über die üblichen Kanäle irgendwelches Gold verkaufen. Jeder würde an seinen Beständen kleben und würde abwarten, was passiert. Und jetzt kommen wir zu dem, was 1933 passiert ist. Da hat es dann nämlich ein Goldverbot gegeben, aus genau diesem Grund. Ja, Franklin Delano Roosevelt hat dann in den USA ein Goldverbot verhängt. Es war nicht mehr erlaubt, dass hier Privatpersonen noch Gold besitzen dürfen. Viele haben es natürlich trotzdem gemacht, haben das Gold im Garten vergraben und irgendwo in einer Schublade gehabt. Kann ja keiner wirklich wissen. Tatsächlich wurden damals ja dann hier private Goldbestände hier konfisziert. Gold wurde abgekauft, dass man eben hier eine gewisse Liquidität im Goldmarkt hat, die eben durch diesen Preisanstieg letztlich dann verloren gegangen war. Gut, man weiß natürlich nicht, wie jetzt andere Länder auf sowas reagieren würden, aber von Seiten der USA kann man ziemlich sicher sagen, dass dies zu einem Goldverbot führen würde mit dramatischen Folgen. Denn die USA sind ja auch privat der größte Goldmarkt, den es auf der Welt gibt. Wir können davon ausgehen, dass was von Bretton Woods noch übrig ist, dann auch komplett hier am Ende wäre. Die globalen Märkte würden letztlich hier zum Erbeben kommen oder auch letztlich dann zusammenbrechen. Das könnte so ein Moment sein, wo man zum Beispiel sagt, so jetzt werden hier CDBCs eingeführt, zum Beispiel im Euroraum, vielleicht sogar auch tatsächlich digitale Währungen, die mit Gold gedeckt sind. Könnte auch dann vorstellbar sein. Also dann würden tatsächlich hier die Karten neu gemischt werden, was das globale Finanzsystem anbelangt und möglicherweise eben oder wahrscheinlich sogar nicht zugunsten des Dollars. Die Vormachtstellung des Dollars wäre damit wahrscheinlich dann futsch, wenn wir jetzt hier reden von einem Anstieg auf 20.000. Also das würde wirklich eine neue Ära einläuten. Ich könnte mir vorstellen, dass dann Krypto hier sehr interessant wird, wie jetzt Bitcoin eben als ein sicherer Hafen, als etwas, was stabil ist, was außerhalb des Bankensystems ist, wo man hier nicht irgendwelche Politiker hat, die hier mit dem Wert des Geldes oder des Goldes hier spielen. Also, dass man tatsächlich eine Währung schafft und ein Zahlungsmittel hat, die einen inhärenten Wert hat, der nicht hier von der Politik festgelegt wird. Das könnte ich mir vorstellen. Das gab es 1933 nicht. Aber ein Zahlungssystem, wo man nicht dann hier von Christine Lagarde abhängig ist oder von Jerome Powell und natürlich da Menschen Angst haben vor dem Wertverlust ihrer Währung, würden viele wahrscheinlich dann hier in Kryptowährungen gehen. Bitcoin sicherlich hier ein
ziemlich interessanter Kandidat. Aber man müsste sehen, wie weit sich das natürlich hier als Zahlungsmittel tatsächlich etablieren könnte. Also glaube ich, dass dieses Szenario realistisch ist? Nein, ich glaube es natürlich nicht. Ich halte es für eine komplett verrückte Idee. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber es zeigt natürlich mal, wie so viele Dinge hier, dass es hier Finanzexperten gibt, dass es Politiker gibt, die über solche Themen tatsächlich nachdenken. Und das sollte uns schon zu denken geben. Ja? Natürlich hier vor allen Dingen in den USA, weil natürlich dort das Problem besonders bedrückend ist, weil dort die Staatsschulden besonders hoch sind, weil es immer schwieriger wird, hier auch umzuschulden. Ja? Also dort ist das Problem tatsächlich vorhanden. Und daher denke ich schon, dass man sich dort auf Maßnahmen einstellen muss, vielleicht nicht solche Extremmaßnahmen, die dann weitreichende Konsequenzen haben können. Wie kannst du dich absichern? Ich meine, wir reden ja immer wieder hier in unseren Videos über diese Themen, wie man sein Vermögen absichern kann. In sichere Währungen investieren. Schweizer Franken haben wir schon drüber gesprochen. Singapur-Dollar haben wir schon drüber gesprochen. Edelmetall natürlich offensichtlich, aber natürlich auch Edelmetall zu lagern, wo sie dann tatsächlich sicher sind, wenn es zu einer Konfiszierung kommen könnte. Wir sprechen ja oft zum Beispiel über Singapur, auch die Schweiz ist sicherlich ein attraktiver Standort hier, um Gold zu lagern, über Krypto nachzudenken, generell eben einfach reale Assets. Ja? Also es können sicherlich auch Immobilien sein, das können Unternehmen sein, das kann Landwirtschaft sein. Ja? Also reale Assets, die immer einen Wert haben werden und der Wert wird dann halt nach oben korrigiert, so wie das Gold nach oben korrigiert, wenn es tatsächlich zu einem solchen Manöver kommen sollte. Wie gesagt, in der Extremform halte ich es für absolut unwahrscheinlich, aber selbst wenn das nur ein Gedankenspiel ist, so die Richtung, ja, in die es generell gehen kann, mit der ist man ja auf jeden Fall konfrontiert. Denn wie gesagt, diese Schulden gehen nicht einfach weg, ja. Und das System kann auch nicht einfach immer so weiter aufrechterhalten werden. Also irgendwann muss irgendwas gemacht werden. Klar, vielleicht kommt die KI und Roboterrevolution. Die USA werden hier der führende Produktionsstandort auf der Welt mit robotergetriebenen Fabriken, überholen China. Also ob das realistisch ist, mit vielleicht einer super Human Intelligence in ein paar Jahrzehnten. Aber wie gesagt, wer weiß, wie sich die Dinge entwickeln, aber darauf setzen würde ich nicht. Also das heißt, wie geht man mit den Schulden um? Letztlich, dass irgendwas Krasses passieren wird in nicht allzu langer Zukunft, damit müssen wir rechnen, davon reden wir ja auch immer hier. Und die Frage ist eben, wie du dich davor absichern kannst. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, wenn du konkret an einem Plan B interessiert bist, hier im Ausland letztlich Substanz, ein Refugium, eine zweite Staatsbürgerschaft aufzubauen, ein Unternehmen zu gründen oder auszuwandern, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Seit fast 20 Jahren beschäftigen wir uns mit diesen Themen und beraten Mandanten diesbezüglich. Und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.